Jetzt kommt wieder so eine Frage, die mich schmunzeln lässt. Wie unterscheidet sich die buddhistische Sicht von Tod und Wiedergeburt von anderen Religionen? Das lässt mich schmunzeln, weil das wieder so ein Riesenthema ist. Aber lasst mich versuchen, das möglichst einfach darzustellen. Also die Sicht vom Tod selbst ist in der buddhistischen Tradition, also ich komme jetzt aus der tibetisch-buddhistischen Tradition, ist sehr fein durch Erfahrungen untermauert, und zwar werden dort sehr fein die Auflösungsprozesse beschrieben, die unmittelbar vor dem Sterben und dann nach dem letzten Atemzug stattfinden, bis hin zu dem Moment, wo das Bewusstsein sich in seine eigene Natur hinein öffnet und die meisten bewusstlos werden, auch auf der tiefsten Ebene bewusstlos, und sich der Geistesstrom vom Körper löst. Also da ist der Unterschied, soweit mir überhaupt bekannt, zu anderen Religionen im Detail dessen, wie das beschrieben wird. Jetzt scheint es irgendwie in den bekannten Religionen überall weiterzugehen. Bei den Christen haben wir Vorstellungen von Paradies, Fegefeuer, Hölle. Wir haben im Islam Vorstellungen von bei Mohammed und in den reinen Ländern wiedergeboren zu werden. Wir haben im Hinduismus ganz ausgeprägte Vorstellungen von Wiedergeburten in verschiedenen Daseinsbereichen. Und in der buddhistischen Tradition haben wir die Vorstellung ebenfalls von Wiedergeburt in verschiedenen Daseinsbereichen, verschiedenen Bewusstseinsbereichen. Und ich möchte mal sagen, dass die Erfahrung in der Tradition, aus der ich komme, dass diese Beschreibung auf Erfahrung beruhen. Also es gibt tatsächlich Praktizierende, die exakt wieder vorhersagen, in welcher Familie, in welchem Monat, zum Teil an welchem Tag sie wiedergeboren werden, unter welchen Bedingungen sie aufzufinden sind. Das sind in erster Linie die Karmapas, die solche Vorhersagen gemacht haben. Aber es gibt doch einige Yogis und Yoginis, die diesen Prozess des Verlassens von diesem Körper und des Eintretens in einen nächsten Körper so bewusst durchlaufen haben, dass sie sich rückwärts erinnern können und das, was vorher war, ganz exakt, und sich vorwärts so ausrichten können, dass sie zum Nutzen der Menschen, jetzt in unserem Fall, gezielt wiederkommen, um die Arbeit fortsetzen zu können. Also die Behauptung, die ich jetzt aufstelle, ist, dass das auf Erfahrung beruht und dass das nicht einfach eine Philosophie ist. Ich selbst bin mit einem Lehrer groß geworden, mit Genel Rinpoche, für den das völlig selbstverständlich war, die Geistesströme nach dem Tod weiter zu verfolgen, weiter mitzuerleben, wo die Entwicklung hingeht. Diese erste Phase nach dem Verlassen dieses Körpers ist ein Zwischenzustand, ein Bardo auf Tibetisch, ein Zwischenzustand, wo sich der Geist neu orientiert. Und da gibt es auch unterschiedliche Erfahrungsberichte. So zwischen einer Woche, 2 Wochen, 3 Wochen und in unserer Menschenzeit, die es wohl dauert, bis sich dieser Geist neu ausrichtet. Und es gibt viele übereinstimmende Berichte, dass sich manche Geistesströme auch tatsächlich sehr lange in diesem Nachtod-Zwischenzustand aufhalten, bis hin zu Hunderte von Jahren. Wir nennen das dann in unserem westlichen Kulturkreis Geister, weil es Geistwesen sind. Das heißt nicht, dass sie unbedingt Spuk treiben.
Es gibt überall solche Beschreibungen. Ich glaube, der Unterschied zwischen den Religionen ist vor allen Dingen die Differenziertheit hier auch wieder, wie differenziert die buddhistische Lehre beschreibt, welche Kräfte zu welcher Art von Wiedergeburt führen. Also welche karmischen Kräfte, welche Wirkkräfte von unserem eigenen Denken, von unseren eigenen Emotionen dann verantwortlich dafür sind, wie sich der Geistesstrom weiter orientiert und welche Einflussmöglichkeiten wir haben, um diesen Prozess vorzubereiten und zu steuern. Also eigentlich sehe ich den größten Unterschied darin, dass wir jetzt nicht wie im Christentum nur 3 Optionen haben, sondern dass wir unzählige Optionen haben. Optionen nicht wirklich so, als würden wir in ein Warenhaus gehen und etwas aussuchen, sondern dass wir so viele unterschiedliche Erlebnismöglichkeiten haben und auch eine Ahnung davon, was es in dem jetzigen Leben zu kultivieren gilt, um dahin zu gelangen. Und was es natürlich auch im Zwischenzustand zu tun gibt, wie wir den Geist ausrichten, damit zum Beispiel ein Weitergehen in reinen Bewusstseinsbereichen möglich wird, den sogenannten reinen Bereichen, wo wir den Weg des Erwachens weitergehen können. Oder wie man es anstellt, als Mensch wieder zurückzukommen. So viel zu dem, so grob gesagt. Dann gibt es noch feinere Unterschiede. Zum Beispiel zur hinduistischen Tradition, da war es früher zumindest so, dass Karma als eine Art Schicksal verstanden wurde, etwas, was man zu leben hat, während in der buddhistischen Lehre als Unterschied dargestellt wird, dass wir Karma ständig weitergestalten, also sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten haben, trotz der großen Kräfte, die aus der Vergangenheit wirken, aber dass wir tatsächlich auch speziell in diesem Nachtodzustand immensen Einfluss darauf haben, wie es weitergeht, wenn wir bewusst sind, wenn wir es schaffen, uns bewusst auszurichten. Ich kenne natürlich die anderen Religionen nicht so gut, dass ich wirklich kompetent darüber sprechen könnte. Deswegen beschränke ich mich auf die Darstellung der buddhistischen Sicht und diesen Erfahrungsberichten, wo es schon seit 2500 Jahren heißt und auch unwidersprochen geblieben ist, dass wir offenbar schon ganz, ganz viele frühere Existenzen durchlaufen haben, nicht alle im menschlichen Körper, und dass wenn wir nichts unternehmen, um das zu ändern, dass wir auch noch unzählige solche Daseinsformen vor uns haben. Sodass die Sicht von diesem Leben hier eigentlich mehr so ist wie so ein Intermezzo zwischen früheren Leben und späteren Leben. Und ein Intermezzo, was, obwohl dieses Leben uns chaotisch erscheinen mag, doch wohl ziemlich ruhig ist, weil es in einem Körper für einige Jahrzehnte in den meisten Fällen uns ermöglicht, uns zu orientieren, während andere Lebensformen, Daseinsformen, die ohne einen Körper auskommen müssen, sehr viel turbulenter sind, wo der Geist unglaublich schnell alles bestimmen kann. Kaum denke ich an etwas anderes, bin ich in einer anderen Situation. Ja, das ist ja bei uns im Menschenbereich nicht der Fall. Wir sehen also aus buddhistischer Sicht dieses Menschenleben als eine kleine Pause sozusagen auf dem Stuhl zwischen dem, was vorher war und dem, was nachher kommt. Und nehmen dieses Leben als eine Chance wahr, einzugreifen in diesen Zyklus von Werdekräften, von gestaltenden Kräften, einzugreifen und mitzugestalten, um tatsächlich weiter in Richtung Befreiung und Erwachen zu gehen. Und da gibt es in der buddhistischen
Sicht die Möglichkeit, tatsächlich aus diesem Prozess des immer wieder Geborenwerdens auszusteigen. Es ist nicht verpflichtend, immer wieder zu kommen. Wir können auch in der Natur des Bewusstseins aufgehen und wir können vorher in den reineren Bewusstseinsbereichen unsere Entwicklung vollziehen. Also dieser Ausstieg, ohne nochmal eine verkörperte Existenz einzunehmen, ist auf jeden Fall möglich und auch die subtileren Daseinsformen, auch die müssen nicht endlos fortgesetzt werden. Ich nehme an, das ist auch ein Unterschied zu anderen Weltreligionen und möchte jetzt einfach nur sagen, ein wichtiger Aspekt, um sich so vorzubereiten, ist, die Erfahrung dieses Lebens schon zu erkennen als Erfahrung, die unser eigener Geist produziert. Und je nachdem, wo die Aufmerksamkeit unseres Geistes hingeht, ist schon jetzt dieses Leben sehr anders, je nachdem, welche Sicht wir einnehmen. Und wir üben uns darin, eine Sicht des Herzens einzunehmen, eine Sicht, die von Mitgefühl und Weisheit geprägt ist, also von mitfühlender, mitschwingender Weisheit, wo wir uns auf die erwachten Qualitäten eines jeden ausrichten und auf die nicht beständige Qualität des Seins, also auf diese dynamische Natur des Seins, wo wir dann auch viel besser vorbereitet sind auf all die Turbulenzen, die nach dem Verlassen dieses Körpers auf uns warten mögen, dass wir auch dort der Dynamik schon gewahr sind und wissen, es geht darum, nicht zu greifen und versuchen festzuhalten, sondern die Energien unseres Geistes bewusst gestaltend einzusetzen, um in Richtung mitfühlender Weisheit weiterzugehen. Jetzt müsste eigentlich aus jeder Religion, aus jeder Tradition, müsste jeder was dazu sagen, was denn wohl die Sichtweisen und Anregungen aus anderen Traditionen sind, denn ich möchte es unterlassen, über Bereiche zu sprechen, wo ich mich nicht gut auskenne. Zum Beispiel die Kraft des Gebetes in vielen Religionen, was das für eine innere Ausrichtung gibt. Gibt es ja auch bei den Buddhisten die Kraft des Gebetes und wie man damit den Geist ausrichtet, um nach dem Verlassen des Körpers sicher weiterzugehen. Zusammenfassend möchte ich sagen, aus buddhistischer Sicht ist dieses Leben eine Vorbereitung auf die Zeiten, auf die Leben, die Formen des Wirkens, die nach dem Verlassen dieses Körpers auf uns warten. Also eine Gelegenheit, die wir gut nutzen können, um diesem Herzgeist eine klare Ausrichtung zu geben auf die Qualitäten des Erwachens.